we are here, but not quite here. Wir sind hier, aber noch nicht ganz da. And it's the inability to be fully here which makes us very busy. Und die Unfähigkeit, vollkommen hier zu sein, macht uns sehr beschäftigt. Do the Guru Yoga now. Wir werden jetzt die Guru-Yoga-Praxis machen. When we do these 3 R's, releasing our tendency to distraction. Und wenn wir die 3 A's machen, dann lassen wir unsere Tendenz, abgelenkt zu sein, los und frei. The ego self is always hungry. Das Ego selbst ist immer zu hungrig. It always wants more. Möchte immer und immer mehr. And that's the basis of our distraction. Und das ist die Grundlage für unsere Ablenkung. But awareness itself is peaceful. Aber Gewahrsein selbst ist friedlich. There we can see very clearly the indicator of how to know whether you are lost or not. Und hier können wir sehr genau sehen, ob man sich verliert oder nicht. Just being here, Einfach nur hier zu sein, relaxed and open. entspannt und offen. What is lacking? Was fehlt? So, we do the 3 R's and then we're just sitting. Wir machen jetzt die 3 A's und dann sitzen wir einfach. That's all. Das ist alles.
some systems of meditation, there is a great emphasis on sitting very still. In manchen Meditationstraditionen gibt es eine sehr starke Betonung darauf, dass man ruhig sitzen sollte. Here it's not so important. Hier ist es nicht so wichtig. The problem is always about how you take up and hold on to whatever is occurring. Das Problem handelt immer davon, wie man Dinge, die auftauchen, wie man sie festhält und daran eben festhält. So if you're sitting in a way that you're not used to, you get some pain. Wenn ihr also in einer Position sitzt, die ihr nicht gewöhnt seid und ein Schmerz taucht auf And you move, und ihr bewegt euch and then you continue in the practice, und dann fährt ihr fort in der Praxis, there's no problem. da gibt es kein Problem. But if you struggle heroically not to move, Aber wenn ihr damit beschäftigt seid, auf heldenhafte Art und Weise sich nicht zu bewegen und ruhig zu sein, you get a problem. dann werdet ihr ein Problem haben. And at the other extreme, if you move and then you feel guilty or feel you're not doing things right, then also you get a problem. Und das andere Extrem, wenn ihr euch bewegt und dann fühlt euch schlecht darüber, habt Schuldgefühle, warum ihr euch jetzt bewegt, dann ist das genauso ein Problem. All compounded things are impermanent. Alle zusammengesetzten Dinge sind vergänglich. Our thoughts are impermanent. Unsere Gedanken sind vergänglich. Feelings, sensations, Gefühle, Empfindungen, they arise and they pass. sie tauchen auf und vergehen. Dzogchen language is called the self-liberation of phenomena. In der Dzogchen-Sprache nennt man dies die Selbstbefreiung der Phänomene. You can't keep them even if you want to. Man kann sie nicht behalten, selbst wenn man dies möchte. You don't need to get rid of them because they're going. Ihr müsst sie auch nicht loswerden, denn sie gehen von alleine. You stay with them. Bleibt einfach damit. The main thing is to collaborate with these three aspects we looked at yesterday. Das Wichtigste liegt darin, dass man mit diesen drei Aspekten, die wir uns gestern bereits angesehen haben, zusammenarbeitet. That we're present with the openness. Wir sind gegenwärtig mit der Offenheit. We're present with the immediacy of everything which is here all at once. Wir sind gegenwärtig mit der Unmittelbarkeit, die hier ist, jetzt und hier. And we're present with the specificity of this moment. Und wir sind gegenwärtig mit der Besonderheit des jetzigen Moments. Well, that's the main thing of the practice. Das ist die Hauptsache der Praxis. Generally speaking, in Dzogchen, we don't talk very much about compassion. Ganz allgemein gesagt wird im Dzogchen nicht sehr viel von Mitgefühl gesprochen. Generally speaking, we think compassion links to the idea of taking care of others, being thoughtful about them. Allgemein gesagt verbinden wir den Gedanken von Mitgefühl sehr oft mit der Vorstellung, dass wir uns um andere kümmern, dass wir sehr achtsam ihnen gegenüber sind. That we don't abandon others, we hold them in our heart. Dass wir andere nicht verlassen, sondern wir halten sie in unserem Herzen. May all sentient beings be happy. Mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich sein. But as the Heart Sutra points out, there are no sentient beings. Aber wie das Herz-Sutra darauf hinweist, gibt es keine fühlenden Wesen. This is a conceptual interpretation. Das ist eine konzeptuelle Interpretation. When you look to find yourself, Wenn du danach Ausschau hältst, dich selbst zu finden, it's difficult to establish anything es ist schwierig, irgendetwas aufzubauen, except a patterning of ideas. außer eine Art Muster an Ideen. So we have the compassion of intending to work for others. Wir haben das Mitgefühl des Vorsatzes für andere zu arbeiten, The compassion of actually working for others through doing the meditation practices and so on. das Mitgefühl davon tatsächlich für andere zu arbeiten, indem man sich in Meditationspraxis übt und dergleichen. And this is strengthened by these three aspects of, before the practice, expressing your intention to help beings, like stating the Bodhisattva vow. Und dies kann durch drei Aspekte gestärkt werden. Zum einen, dass man vor der Praxis beispielsweise das Bodhisattva-Gelübde abgibt und
daran denkt und sich vornimmt, für alle 5 Lebewesen zu arbeiten. Then during the practice being aware of others. Während der Praxis anderen Lebewesen gewahr sein. And at the end of the practice dedicating the merit for the benefit of all beings. Und dann am Ende der Praxis, dass man den Verdienst der Praxis an alle 5 Lebewesen widmet. Clearly this is an ethical orientation. Ganz offensichtlich ist dies eine ethische Orientierung. But it's operating inside the sense that others are separate from me. Aber diese agiert in einem Feld von Interpretation zu denken, dass andere getrennt von einem selbst wären. So the third aspect of compassion is called the compassion which doesn't take an object. Die dritte Art des Mitgefühls wird genannt als jenes Mitgefühl, das kein Objekt nimmt. That is to say, there are no sentient beings to be helped. Was eben heißen soll, es gibt keine 5 Lebewesen, denen geholfen werden muss. And therefore there is no activity of help. Und deshalb gibt es auch keine Aktivität des Helfens. This is not an abandonment. Das ist kein Verlassen. But is to stay close with this illusory nature of all phenomena, that the truth of them is emptiness. Sondern es ist ein Nahebleiben der Natur der Phänomene, der illusionsgleichen Natur der Phänomene, die Leerheit ist. Zopachempo, the great completion, means everything is included. Zopachempo, die große Vollkommenheit, das soll bedeuten, dass alles darin eingeschlossen ist. There's nothing to do. Da gibt es nichts zu tun. It is as it is. Es ist, wie es ist. So, what is the status of somebody who's suffering? Was ist also der Zustand von jemand, der leidet? Let's take an example. Someone's in hospital and they're not well. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand, der im Spital ist und sich nicht gut fühlt. They had an operation. Er hatte vielleicht eine Operation. But they got an infection. Aber haben einen Infekt bekommen. And they have a lot of tubes into their body. Und jetzt sind da allerlei Röhren in seinem Körper. We have a sense this is not a good place to be. Und wir bekommen ein Gefühl dafür, dass es kein guter Ort, an dem man sich befinden sollte. They are suffering. Sie leiden. This seems undeniable. Das wirkt nicht so, als könnte man es nicht leugnen. Who is suffering? Wer leidet? Fräulein Schmidt is suffering. Fräulein Schmidt leidet. Before this consciousness entered into the womb of the mother, was it called Schmidt? Bevor dieses Bewusstsein in den Mutterleib, in Mutter eben eintrat, war es dann schon Schmidt genannt? No. Nein. So the person lying in the bed is Fräulein temporarily Schmidt. Das heißt, die Person, die da im Bett liegt, ist Fräulein zwischenzeitlich Schmidt. And if the infection is not cured, she will be Fräulein used to be Schmidt. Wenn der Infekt nicht geheilt wird, dann wird es Fräulein, sie war einmal Schmidt sein. What we see as the truth of a person Was wir als die Wahrheit einer Person sehen, is conceptual. ist konzeptuell. This is not to mean that, of course, if you hit me with a hammer, I won't be in pain. Das soll jetzt nicht heißen, wenn ich mit einem Hammer geschlagen werde, dass ich keinen Schmerz verspüren würde. That is to say, pain will register. Das soll heißen, Schmerz wird registriert werden. The question is, who is the one who experiences the pain? Die Frage ist, wer ist derjenige oder diejenige, die Schmerz erfährt? From the view of Dzogchen, there is pain, Aus der Sicht des Dzogchen gibt es Schmerz, which is arising and changing and vanishing. der auftaucht und wieder vergeht. But there is no ego self, who is the owner of the pain or the one that is acted on by the pain. Aber es gibt da kein Ego selbst, das der Eigentümer des Schmerzes wäre oder der von dem Schmerz betroffen ist. That is a conceptual interpretation. Das ist eine konzeptuelle Interpretation. Most of us have had pains and difficulties at times in our life. You might have been in hospital for a while. Die meisten von uns hatten schon Schmerzen oder Schwierigkeiten. Einige von uns waren vermutlich auch schon mal im Spital.
Who was in hospital? Wer war im Spital? You were in hospital. Ihr oder du warst im Spital. And now it's a memory. Und jetzt ist es eine Erinnerung. You can tell a story about it. Du kannst eine Geschichte darüber erzählen. That is to say, it was a sequence of movements. Das soll heißen, es war eine Abfolge von Bewegungen, Geschehnissen. Various people who are entitled by their qualification come and stick needles in you or cut into your body with sharp knives. Diverse Menschen, die durch ihre Qualifikationen dazu berechtigt sind, haben allerlei Nadeln in dich gesteckt oder vielleicht Teile deines Körpers herausgeschnitten. They're not cutting into you. Sie schneiden nicht in dich hinein. They're cutting into the patient with the number. Sie schneiden in den Patienten mit einer Nummer rein. They don't know you. Sie kennen dich nicht. If they were really concerned about you as a person, then they shouldn't be cutting into you. Wenn sie sich wirklich um dich als Person sorgen oder kümmern würden, dann würden sie nicht in deinen Körper schneiden. That's why surgeons are not permitted to operate on their own family except in an emergency. Deswegen werden auch Chirurgen, dürfen Chirurgen auch nicht an Familienmitgliedern operieren, außer es ist ein Notfall. When you have the identification of someone and an emotional coloration to that, Denn wenn man sich mit einer Person identifiziert und eine emotionale Färbung deshalb erfährt, you lose clarity. dann verliert man Klarheit. You're worried about them, Du machst dir Sorgen über sie. but the person carrying out the operation should be clear. Aber diejenige Person, die die Operation durchführt, sollte klar sein. They should have a clinical equanimity. Sie sollten einen klinischen Gleichmut vorweisen. So this is the same as in meditation. Und das ist genau das Gleiche in der Meditation. If you react to circumstances, Wenn du auf Umstände reagierst, then waves of emotion and expansion, contraction will move through the mind. dann werden Wellen an Emotionen und Ausdehnungen und genau das Gegenteil vonstatten gehen. Under these circumstances, it's very easy to be especially concerned about some people and not very concerned about others. Und unter diesen Umständen ist es tendenziell sehr leicht, dass man dann über bestimmte Personen sehr viele Gedanken oder Sorgen hegt und über andere Personen weniger. So, from the time of ancient Greece and the development of the Hippocratic Oath, the intention is that the doctor shall work for any person who is suffering, independent of their gender or race, religion, and so on. Schon im alten Griechenland und schon seit Hippokrates heißt es, dass Ärzte jeden helfen oder jeden heilen sollen, der krank ist. They shouldn't have any bias. Sie sollten kein Vorurteil haben. Not only because that could be prejudicial to the care of the patient, Nicht nur deshalb, weil sich das dann auf die Pflege des Patienten auswirken könnte, but it could make them inefficient in what they have vowed and trained to do. sondern auch, weil es sie ineffizient machen könnte in all den Feldern, in denen sie ausgebildet sind. So when we say may all beings be happy, Wenn wir jetzt also sagen, mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich sein, we are wanting to maintain an attitude of equanimity, dann möchten wir eine Einstellung des Gleichmuts beibehalten. not biased in favor of people we like or biased against people we don't like. Und nicht voreingenommen sein im Hinblick auf Personen, die wir mögen und Personen, die wir nicht mögen. Very often we organize people according to how close they are to us and how distant they are. Sehr oft organisieren wir Menschen in Gruppen, die entweder sehr nah zu uns sind oder eher distanziert zu uns stehen. So Mr. Trump says America first. Herr Trump sagt eben Amerika zuerst. We don't really care about other countries because America is for the Americans. Die anderen Länder sind uns egal, denn Amerika ist für die Amerikaner da. In the interest of Americans comes before the interest of any other beings. Und das Interesse der Amerikaner steht noch vor den Interessen irgendwelcher anderer Wesen. So when other countries also adopt this attitude, you have a basis for conflict. Und wenn dann nun andere Länder auch diese Art von Einstellung entwickeln, dann ist das die Grundlage für Konflikt.
So we're doing a general Mahayana Buddhist practice. We always imagine that our enemies are in front of us and our friends are behind us. In einer üblichen Mahayana Praxis stellen wir uns das so vor, dass unsere Feinde direkt vor uns sind und unsere Freunde hinter unserem Rücken. So that if you're visualizing a deity and rays of light, blessing light are coming to purify you, your enemies get the blessing first. Damit es so vonstatten geht, dass wenn man eine Gottheit visualisiert und Strahlen von heilendem Licht austreten, dass deine Feinde zuerst davon berührt werden und dann erst das Licht erst zu dir hindurchdringt. This is done as a way of reversing your prejudice. Und das wird deswegen so ausgeführt, damit dein Vorurteil genau umgedreht wird. In order to rectify the balance, we say, I'm going to do more for my enemies than my friends. Um das Gleichgewicht zu halten, sagt man deswegen, ich werde mehr für meine Feinde tun als für meine Freunde. Just as we tend to be focused on our own well-being, Ganz genauso wie wir die Tendenz haben, dass wir auf unser eigenes Wohlergehen fokussiert sind. so we give our happiness to others and take their pain. Und deswegen geben wir auch unser Glück an andere und nehmen ihren Schmerz. All of these practices are designed to antidote prejudice. All diese Praktiken sind werden genau deshalb so ausgeführt, damit Vorurteil entkräftet wird. That is to say, when we see particular sentient beings, Das soll heißen, wenn wir spezielle fühlende Lebewesen sind, we don't see them with a neutral gaze, dann sehen wir sie nicht mit so einem neutralen Blick an. but our gaze carries flavors of interpretation. Unser Blick trägt Geschmacksrichtungen an Interpretation. It could be because we like how they are physically or emotionally. Das könnte sein, weil uns gefällt, wie sie physisch aussehen oder auf emotionaler Ebene sind. Because we have some obligation towards them, Oder vielleicht, weil wir Verpflichtungen ihnen gegenüber haben. because we're frightened of them. Oder weil wir Angst vor ihnen haben. So how I am constituted becomes the basis of how I behave towards the other. Das soll heißen, genauso wie mein Zustand ist, auf diese Art und Weise werde ich auch anderen Menschen begegnen. And so my approach to the world is not open and even, Und so ist es so, dass meine Annäherung an die Welt nicht offen und gleich ist, but seeking to privilege some people and disadvantage others. sondern man versucht, manchen Menschen einen Vorteil zu verschaffen und andere eher zu ignorieren. You may think, I don't want to disadvantage other people. Man könnte denken, ich möchte keinen anderen Personen irgendeinen Nachteil verschaffen. I just want to give some extra help to people I like. Ich mag einfach nur ein bisschen noch mehr Hilfe denjenigen geben, die ich gerne mag. But because at the moment our mind is caught up in duality, Aber weil unser Geist momentan in Dualität gefangen ist, we don't see that if you say yes to one person, erkennen wir nicht, dass wenn wir Ja zu einer Person sagen, de facto, in and of itself, you are saying no to other people. dann ist es tatsächlich so, dass durch dieses Ja du Nein zu anderen Menschen sagst. Our gaze is not panoramic. Unser Blick ist nicht panoramisch. Just as when we're in this room, if you turn to the left, you see some people, and now you ignore other people. Then you turn to the people you ignored, and you're ignoring the first people. Es ist genauso hier in diesem Raum, wenn man sich nach links dreht, sieht man gewisse Personen, aber man ignoriert die Personen auf der anderen Seite. Und wenn man sich wieder umdreht, sieht man diejenigen Personen, die man ignoriert hatte und ignoriert nun die andere Seite. So, when we relax into the openness of the mind, which is inseparable from the ground, Wenn wir uns also in die Offenheit des Geistes hinein entspannen, der ja mit dem Urgrund ungetrennt ist, everything arises together. dann erscheint alles gleichzeitig. What we might call good people and bad people, Das, was wir gute Menschen nennen und das, was wir schlechte Menschen nennen. friendly dogs and dogs that might bite you, Freundliche Hunde und Hunde, die dich beißen könnten. good cafes and bad cafes.
gute Kaffeehäuser, schlechte Kaffeehäuser. Everything arises from the same ground. Alles erscheint aus dem gleichen Urgrund. What is the value of the arising? Und was ist der Wert von demjenigen, das auftaucht? That it comes from the ground. Nämlich, dass es von dem Urgrund auskommt. The ground determines its quality. Der Urgrund bestimmt seine Qualität. The quality arises Die Qualität erscheint and it has some impact in the horizontal field of where there are different people with different qualities. und hat Einfluss auf dieses horizontale Feld, wo unterschiedliche Menschen sind. These are qualities of connectivity. Das sind Qualitäten von Verbundenheit. The actuality of the phenomena is just this. Die Tatsächlichkeit der Phänomene ist einfach das. Each person in the room, when we encounter them, is just this, just this. Jede Person, der wir in diesem Raum begegnen, ist einfach das, einfach das. In the nakedness of their showing, In der Nacktheit ihres Zeigens they're just this. sind sie einfach das. This is beyond comparing and contrasting. Und das ist jenseits von dem Vergleich oder Kontraststellen. But when you project your web of interpretation, Aber wenn du dein Netz an Interpretationen darauf wirfst and you have a sense, I like this and I don't like that, und darauf projizierst und sagst, das mag ich und das mag ich nicht, then it's like an earthquake. dann ist es wie so ein Erdbeben. Throws up huge mountains. Es kann große Berge in Bewegung setzen. Then you have peaks and valleys. Dann hast du Gipfel und Täler. Some people are in the sunshine and others kept in the dark valley. Manche können im Sonnenschein bleiben und manche bleiben im dunklen Tal. So that's a structural prejudice. Und das ist eine Struktur an Vorurteilen. So with these three aspects we've looked at, the openness of the ground, in Tibetan is called Ngowo, which means the original face or how it is. Und zwar, was den Urgrund anbelangt, so wird im Tibetischen oft Ngowo genannt, also das ursprüngliche Gesicht, so wie etwas ist. And the quality of this is the display of transparency, the brilliance of everything which is occurring at once. Und die Qualität ist dieses zur Schau zeigen von Transparenz, von dem zu zeigen, was einfach da ist. And within this we have the movement of ourselves in relation to whatever is arising. Und darin haben wir diese Bewegung von uns zu allem anderen, das eben gerade auftaucht. We are not a separated island. Wir sind keine abgetrennte Insel. We're arising in collaboration with the factors in the field at this moment. Wir erscheinen in Kollaboration mit den Faktoren, die eben gerade in dem Feld auftauchen. In Tibetan this is called Tuje Kunkyap, Im Tibetischen wird es Tuje Kunkyap genannt. which means all-pervading compassion. Das bedeutet alles durchdringendes Mitgefühl. It means that the movements that we make Das bedeutet, dass die Bewegungen, die wir ausführen, are not coming from me to you, kommen nicht von mir zu dir, but are pulsations within this field. sondern sind Pulsationen innerhalb dieses Feldes. So if you imagine you're at the sea, Wenn du dir vorstellst, dass du am Meer bist, especially on the Atlantic coast, vor allem am Atlantik, and you have long fronds of seaweed, dann hat man sehr weite Flächen an Seegras, Algen. and as the waves come in, the water's moving around and the seaweed is flowing, it's very slippery and it's flowing over the other fronds. Und wenn dann das Meerwasser hineinströmt, dann dieses Seegras ist sehr glitschig und es bewegt sich im Wasser und genau. And the way we're moving through life, very easily, very close connection, but not being tied in knots. Und ganz genauso bewegen wir uns auch in unserem Leben. Es gibt eine sehr direkte Verbundenheit miteinander, aber wir sind nicht in Knoten miteinander verbunden. Sorry. That is to say, we are available for interaction, Das soll heißen, wir sind zugänglich für Interaktion for connectivity, und Verbundenheit, but not for capture. aber nicht für Gefangenschaft.
We don't need to capture other people. Wir müssen andere Menschen nicht fangen. And there's no advantage in being captured by them. Und es gibt auch keinen Vorteil, von ihnen gefangen genommen zu sein. So this links with what we looked at yesterday, with the third level of ignorance can come into naming. Und das ist verbunden mit dem, was wir uns gestern angesehen haben, mit der dritten Ebene von Unwissenheit, nämlich wenn man Dinge benennt. So if I say, I really like John, Wenn ich also sage, ich mag John sehr gerne, that is an expression. dann ist das ein Ausdruck. It's coming out of my mouth, Es kommt aus meinem Mund heraus. takes a few seconds to say. Es braucht ein paar Sekunden, um das zu sagen. What does it establish? Was baut das auf? Does it establish the truth of the value of John? Baut dies die Wahrheit über John auf? No. Nein. Does it state that forever I will like John? Sagt es aus, dass ich für immer John lieben werde? No. Nein. Also, who is John? Außerdem, wer ist John? So, I like John for me. Ich mag John für mich. I like John for me as John is for me at this moment. Ich mag John für mich als ein John, wie er gerade für mich in diesem Moment ist. I like John for me as John is for me in this moment because I am for John according to how I am in this moment. Ich mag John für mich als John, so wie er jetzt für mich gerade ist, deshalb, weil ich für John bin, weil ich so bin für John in diesem Moment. Bravo. So, John and me are like two bits of seaweed. John und ich sind also wie zwei Teile vom Seegras. In this slippery moment, there is some overlap. In diesem glitschigen Moment ist eine Art Überdeckung. But nothing is established. Aber nichts wird hier aufgebaut oder erstellt. But in the formulation, I like John, Aber in der Formulierung, ich mag John, it is as if there is a truly existing John who can be known, wirkt es so, als gäbe es hier einen tatsächlich existierenden John, den man auch kennen kann. and also that I am capable of speaking the eternal truth of my likes and dislikes. Und auch, dass ich dazu imstande bin, die ewige Wahrheit über das, was ich über meine Vorlieben und Abneigungen so auszudrücken. So, although there is a warmth that arises with intimacy, Obwohl da eine Wärme entsteht oder die aufkommt, wenn da Intimität da ist. and it's part of our quality as human beings to want to be close to people, to have emotional connections, sexual connections, and so on. Und obwohl dies Teil unseres menschlichen Wesens ist, dass wir gerne anderen Menschen nah sind oder auch eine emotionale Verbindung haben oder eine sexuelle Verbindung, These are in the actuality of their presentation in der Tatsächlichkeit ihrer Präsentation ephemeral. sind sie vergänglich. When we conceptualize them, Wenn wir sie konzeptualisieren, they seem to have a continuity. dann scheint es so, als hätten sie eine Fortdauer. But the John I think about and can talk about Aber der John, über den ich sprechen und denken kann, is not John. ist nicht John. It's my John. Es ist mein John. John as John is being influenced by many factors around and is shifting and changing and so on. John als John wird durch vielerlei Faktoren um ihn herum beeinflusst und verschiebt sich ständig und verändert sich ständig. John is beyond capture. John ist jenseits von Gefangenschaft. We are all beyond capture. Wir alle sind jenseits von Gefangenschaft. Sometimes people want to capture us. Manchmal möchten Leute uns gerne fangen. They may have structural power over us in an organization or in a bad relationship. Sie möchten strukturelle Macht über uns am Arbeitsplatz oder in einer Beziehung ausüben. They may say things like, I know who you are. Sie könnten Dinge sagen wie, ich weiß, wer du bist. That's, if
you ever hear that, you know, oh, this is a liar. Wenn du so etwas jemals hörst, dann weißt du, ha, das ist ein Lügner. It's just their idea in the moment. Das ist einfach bloß ihre Vorstellung in dem Moment. We are beyond capture. Wir sind jenseits von Gefangenschaft. This is our intrinsic freedom. Das ist unsere innewohnende Freiheit. That whatever concept is pinned onto us in any particular situation, Das soll heißen, was auch immer für ein Konzept auf uns drangeheftet wird, in einem bestimmten Moment. cannot catch us as we actually are, Kann uns aber nicht so erfassen, wie wir tatsächlich sind. because we are not actually anything. Weil wir ja tatsächlich nicht einfach irgendein Ding sind. We are a ceaseless stream of arising. Wir sind ein unendlicher Strom an Erscheinungen. So we need to be very careful how we are with other people. Deshalb müssen wir sehr achtsam sein, wie wir mit anderen Menschen sind. As the Buddha said, the middle way, it's like tuning an instrument, not too tight, not too slack. Wie Buddha bereits sagte, der mittlere Pfad, das soll heißen, dass man, wenn man ein Instrument stimmt, dass man es weder zu fest noch zu locker stimmt. Okay, so yesterday we mentioned these 5 questions. Gestern haben wir die 5 Fragen erwähnt. Does the mind have a color and a shape? Hat der Geist eine Farbe oder eine Form? Does it have a size? Is it big or small? Hat er eine Größe? Ist er groß oder klein? Does it come from somewhere? Kommt er von irgendwoher? Does it abide somewhere? Verweilt er irgendwo? Does it go anywhere? Geht er irgendwo hin? The inquiry into these 5 questions is probably the most helpful basic practice in Dzogchen. Dass eben diese Art von Untersuchung mittels dieser 5 Fragen ist eine der hilfreichsten Praktiken im Dzogchen. Because in order to come to the truth that the question is opening up, Denn damit man zu der Wahrheit hinkommt, die so eine Frage aufwirft, we have to avoid falling asleep in our concepts. müssen wir es vermeiden, dass wir in unseren Konzepten einschlafen. We already have lots of ideas about who we are, how we are, Wir haben bereits sehr viele Vorstellungen darüber, wer wir sind, wie wir sind. and we can stick these ideas into patterns. Und wir können all diese Vorstellungen in Muster zusammensetzen. We can give a more or less coherent account of ourselves, Dann können wir einen mehr oder weniger kohärenten Bericht über uns erstatten. but each brick of this edifice of ourself that we build up Aber jeder Ziegel dieser this building, this construction, aber jeder Ziegel dieses Baus, each of these component parts, these bricks, is itself impermanent. aber jeder Ziegel dieses Gebäudes ist in sich selbst vergänglich. So if I say I'm born in Scotland Wenn ich also sage, ich wurde in Schottland geboren, and now I live in London, jetzt lebe ich in London, oh, now we have 2 things about James, jetzt haben wir 2 Dinge über James, but they dissolve. aber sie lösen sich auf. I live in London, Ich lebe in London, but if some country decides to fire a rocket at my aeroplane this evening, I won't get back there. aber wenn irgendein Land sich darüber entscheidet, eine Rakete auf mein Flugzeug zu schießen, dann werde ich heute Abend nicht dort ankommen. I live in London is an idea. Ich lebe in London, das ist eine Idee. Whether that idea will be able to continue, we don't know. Ob diese Idee weiterhin bestanden bleibt, das wissen wir nicht. I could have a heart attack Ich könnte einen Herzinfarkt haben, on the plane. im Flugzeug. I could arrive at Heathrow as a corpse. Ich könnte in Heathrow als Leiche ankommen. Happens, people die on airplanes. So etwas passiert, Menschen sterben in Flugzeugen. So we say, oh, I assume I will get home and then I will do this and I will do that. Und so sehen wir, oh, ich habe einfach angenommen, ich komme nach Hause und dann mache ich das und dann mache ich das. The confidence that you have in your story is a lullaby. Die Selbstsicherheit, die du in deiner Geschichte hast, ist ein Märchen. You fall asleep in the concept.
eine Schlafgeschichte. Du schläfst in deinen Konzepten ein. So the function of asking the question Das heißt, die Funktion, diese Fragen zu stellen, is to relax the tendency to fall into the concept. ist die Tendenz, in so ein Konzept hineinzufallen, zu entspannen oder loszulassen. And so instead of being the maker and the doer, Das heißt, anstatt der Tuende, der Handlungsträger zu sein, I will tell myself who I am, how I am, ich werde mir selbst erzählen, wer ich bin, wie es mir geht, which would simply be the reiteration of my own storyline. Das wäre tatsächlich einfach nur die Nacherzählung meiner eigenen Geschichte. Instead of that, Anstelle dessen we relax, open, entspannen wir uns offen and we are receptive. und wir sind empfänglich. How it is shows. Wie es ist, wird sich zeigen. It shows how it is. Es zeigt sich, wie es ist. Naked, fresh, raw. Nackt, frisch, roh. As soon as you start telling yourself about yourself, you're cooking. Aber sobald du dir etwas über dich selbst erzählst, fängst du an zu kochen. You're adding the past. Du fügst die Vergangenheit dazu. And each of us has many herbs and spices from the past. What your mother said, your father said, and so on. Und jeder von uns hat sehr viele Kräuter und Gewürze aus der Vergangenheit, was deine Mutter gesagt hat, was dein Vater gesagt hat. So then you only taste what's in your kitchen. Und dann schmeckst du bloß, was da in deiner Küche so zu finden ist. So, if we take up the first question, Wenn wir uns also die erste Geschichte nochmal ansehen, die erste Frage nochmal ansehen, does the mind have a shape or a color? hat der Geist eine Form oder eine Farbe? We are here. Wir sind hier. We know we're here. We have a sense of being here. Wir wissen, dass wir hier sind. Wir haben ein Gefühl dafür, dass wir hier sind. We're not dead yet. Wir sind ja noch nicht tot. Oh, we have a mind. Wir haben also einen Geist. Our mind is registering the events that are in this room. Unser Geist registriert die Geschehnisse, die hier in diesem Raum stattfinden. So we'll start with the Guru Yoga. Wir beginnen mit dem Guru Yoga. Then we're sitting. Dann sitzen wir. Does this mind, which is here, have a shape and a color? Hat dieser Geist, der hier ist, eine Form und eine Farbe? Let how it is reveal itself to you. Lass das, so wie es ist, dir selbst zeigen, dir selbst offenbaren. If you find yourself caught up in a lot of conceptualization, Wenn du merkst, dass du in vielen Konzeptualisierungen gefangen bist, just release a long out breath, dann entspann dich einfach im Ausatmen with more space. und du bekommst mehr Raum. Experiences are arising and passing. Erfahrungen tauchen auf und vergehen wieder. Because we meditate with our eyes open, seemingly what's out there, Weil wir mit unseren geöffneten Augen meditieren, gibt es etwas, was anscheinend da draußen wäre. and we have sensation, which we think is in here. Und wir haben Empfindungen, von denen wir glauben, dass sie hier drinnen sind. Both are arising. Beide tauchen auf. Both are registered Beide werden registriert with the mind. mit dem Geist. Is the mind outside or inside? Ist der Geist nun außen oder innen? If you find yourself explaining this to yourself, Wenn du dich dabei ertappst, dass du dir das selbst erklärst, just observe that. dann beobachte das einfach. Oh, that's a stream of concepts. Ah, das ist ein Strom an Konzepten. The concepts tell me about my mind. Die Konzepte erzählen mir etwas über meinen Geist. But what is the mind itself? Aber was ist der Geist selbst? This is the real challenge for us in the meditation. Das ist die tatsächliche Herausforderung für uns in der Meditation. We are addicted to stories, Wir sind süchtig nach Geschichten. and the story seems to reveal the world, Und die Geschichten scheinen die Welt zu zeigen, zu enthüllen. but when we look, we see it actually hides the world.
Aber wenn wir genauer hinschauen, dann erkennen wir, dass sie die Welt tatsächlich einfach verstecken. So if you find yourself caught up in a chain of concepts, wenn ihr also merkt, dass ihr euch in einer Kette an Konzeptualisierung, an Konzepten verloren habt, just relax very gently, just ease yourself out of that identification. Dann entspannt euch auf eine sehr sanfte Art und Weise, einfach entspannt euch aus dieser Konzeptualisierung heraus. And in that moment, does the mind have a size? Oder mit dieser Identifizierung. Und in diesem Moment hat der Geist eine Größe. You're here, you're in touch with the clarifying capacity of the mind. Du bist hier mit dieser klärenden Fähigkeit deines Geistes. If the clarity of the mind is here, the mind must be here. Wenn die Klarheit des Geistes da ist, dann muss der Geist auch da sein. Does it have a shape and a color? Hat der Geist eine Form oder eine Farbe? Okay, so we do the Guru Yoga, and then in your own time, gently take the question up. Wir machen jetzt das Guru Yoga und ganz in eurer Zeit beginnt dann mit den ersten Fragen. Our practice is always very tender. Unsere Praxis ist immer sehr zart. The mind is something hidden from us. Der Geist ist etwas, das von uns versteckt wird. It's hidden by our own brutality. Und zwar versteckt aufgrund unserer eigenen Brutalität. The crude quality of our conceptualization. Die grobe Qualität unserer eigenen Konzeptualisierung. This is more subtle. Dies hier ist viel subtiler. So rather than posing the question in a cognitive way, anstatt jetzt diese Frage auf eine kognitive Art und Weise zu stellen, it's almost as if you want to pose it in an aesthetic way. Ästhetisch? Ja. Es ist vielmehr so, als würdet ihr die Frage auf eine ästhetische Art und Weise stellen. As if you were in an art gallery. Als wärt ihr in einer Kunstgalerie. And you're looking at a painting. Ihr schaut euch ein Bild an. Maybe a Cézanne. Vielleicht Cézanne. And he has very often, when he's painting his favorite mountain, he has very soft edgings between the colors. Und sehr oft, wenn er beispielsweise seinen Lieblingsberg malt, dann sind so die Kanten der Farben sehr weich, sehr fließend. There's a clarity when you receive the painting. Da gibt es eine Klarheit, wenn du das Bild empfängst. It's kind of like a mood. Mehr so wie eine Stimmung. But there's a finesse to our sensibility. Aber da ist so eine Art Finesse zu unserer Empfindungskraft. So this is how we want to approach this. Und das ist genau so, wie wir uns dem annähern wollen. We're not trying to get something. Wir versuchen nicht etwas zu bekommen. We're trying to be available. Wir versuchen empfänglich zu sein. Like we see these drawings of St. Francis of Assisi. Wenn wir zum Beispiel die Zeichnungen von dem heiligen Franziskus von Assisi sehen. And he has some seed in his hand and the birds come and land on his fingers. Und da sind Samen in seiner Hand und die Vögel landen auf seiner Hand und picken die Samen. That's quite a risk for the bird. Das ist ein ziemlich großes Risiko für den Vogel. So he's clearly not a scary guy. Also ist er ganz offensichtlich kein angsteinflößender Typ. So that's what we want. We want to be in our awareness, which is not scary at all. Wir wollen, und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen in unserem Gewahrsein sein, das nicht furchteinflößend ist. The ego is always scary. Das Ego ist immer furchteinflößend. Because the ego is prejudice. Denn das Ego, das ist Vorurteil. And the fulfillment of prejudice is killing. Und das Erfüllen an Vorurteilen, das bedeutet Mord. So we want something very soft. Wir möchten also etwas sehr Weiches, But present. aber präsent.
that again and again. Wir können zu dem zurückkehren, immer und immer wieder. It's very profound, although it's very straightforward. Es ist sehr tiefgründig, obwohl es auch sehr direkt ist. The ego is dependent on the content of the mind. Das Ego hängt vom Inhalt des Geistes ab. Awareness is independent of the content of the mind. Gewahrsein ist unabhängig vom Inhalt des Geistes. The content of the mind arises dialogically. Der Inhalt des Geistes erscheint im Dialog. It's the interplay of subject and object. Es ist das Zwischenspiel zwischen Subjekt und Objekt. So the ego is always wanting to participate in the conversation, Das Ego möchte also immerzu an der Unterhaltung teilnehmen. to have opinions, judgments, conclusions. Meinungen haben, Beurteilungen haben oder Vorurteile. So when you find yourself caught up in the practice, Wenn man sich selbst also so auf diese Art und Weise in der Praxis ertappt, it's a sign that you're operating out of the ego nexus. dann ist dies ein Zeichen dafür, dass ihr aus dem Ego heraus agiert. As we looked yesterday, the ego is an idea, Wie wir uns gestern bereits angesehen haben, ist das Ego eine Vorstellung, a sticky idea, eine klebrige an Vorstellung, idea around which things form. eine Vorstellung und darüber formen sich Dinge. There's no self-substance. Es hat keine eigene Substanz. And it uses linking with other experiences as a way of generating a pseudo-substance. Und indem es verschiedene Erfahrungen miteinander verbindet, versucht es so eine Art Pseudo-Essenz zu kreieren. So if you're practicing and it's very difficult, you can get up and stretch, you could have a shower if you were at home. Wenn du praktizierst und es wird irgendwie es ist sehr schwierig, dann kannst du aufstehen und dich strecken oder du kannst auch also duschen gehen, wenn du zu Hause bist. The key thing is not to struggle. Der Schlüsselpunkt liegt daran, sich nicht anzustrengen, Not to try harder. nicht versuchen, es noch besser zu machen. For many things in life, if you don't try hard, you won't have any success. Für viele Dinge im Leben ist es so, wenn du dich nicht noch mehr bemühst, dann wirst du keinen Erfolg haben. And especially in relation to the ego, that's the case. Und besonders in Bezug auf das Ego ist das der Fall. You can develop your personality. Du kannst deine Persönlichkeit entwickeln. You can modify your character traits. Du kannst deine Charaktereigenschaften modifizieren. You can work on yourself Du kannst an dir selbst arbeiten, because the ego is there as a pseudo-substance. weil dieses Ego so als Pseudoessenz da ist. Sometimes the ego looks like the subject, sometimes it looks like the object. Manchmal sieht das Ego wie das Subjekt aus, manchmal sieht das Ego wie das Objekt aus. But awareness just is. Aber Gewahrsein ist einfach. There's nothing to work on. Da gibt es nichts, woran man arbeiten muss. It is presence. Es ist Präsenz. It's just here-ness. Es ist einfach hier Dasein. This. Das. Once you start to identify particular features, Und sobald du damit beginnst, bestimmte Eigenschaften zu identifizieren, this is the interpretive work of the ego. dann ist das die interpretative Arbeit des Egos. If you see that this pattern movement is expressing itself through the space of awareness, Wenn du siehst, dass diese Bewegung an Mustern sich im Feld des Gewahrseins bewegt, it's not a problem. ist das kein